Ich bin Patrick, das ist meine Frau Swantje und wir kommen aus Hamburg. Wir sind vor 1,5 Jahren aus Hamburg nach Frankfurt gezogen, um die Gemeindegründung hier in Frankfurt zu unterstützen. Genau, wir haben eine 16 Monate alte Tochter und das nächste ist auch schon unterwegs, was uns sehr freut. Genau. Ja, gibt es noch was zu sagen? Ja, ich habe in Norwich studiert in England und da über diesen Weg haben wir quasi Simon und Nathalie kennengelernt. Die hier die Gemeinde leiten in Frankfurt. Und so über die Beziehung sind wir dann hier gelandet, genau. Yes. Ja, ich bin Tabitha. Ich bin kurz nach Patrick und Swantje auch nach Frankfurt gekommen, in die Hafenkirche. Und ich bin in der New Frontiers Gemeinde in Deutschland aufgewachsen und habe ein Impact Year in Ipswich in der Hope Church gemacht und war dann immer wieder auf Konferenzen, Send. Genau, und da habe ich von der Hafenkirche erfahren und schlussendlich auch meinen Ruf dahin bekommen, sozusagen. Genau. Super. Die erste Frage ist, wie hat Gott euren Herzen mit einer Vision für Gemeindegründen ergriffen? Tabitha, du darfst anfangen. Dein Ruf. Mein Ruf. Ja, ich hatte ein paar Monate, bevor Gott zu mir gesagt hat, ich soll nach Frankfurt gehen, einfach den Gedanken oder den Wunsch, mal Teil von so einer Gemeindegründung zu sein, egal wo, egal wie genau. Ich fand die Idee einfach cool, irgendwie mit so 5 Leuten im Wohnzimmer zu sitzen und so Gemeinde zu gründen und was Neues zu schaffen, was zu prägen. Mehr war das tatsächlich nicht. Und dann eben war ich auf Send, da hat Morris über Gemeindegründung geredet und gesagt, jeder, der es so auf dem Herzen hat, soll nach vorne gehen. Dann bin ich einfach mal nach vorne, weil es ist nie verkehrt, nach vorne zu gehen. Das war jetzt nicht so voll der Move oder so. Ich habe es einmal gemacht. Genau, und dann hatte ich die Hafenkirche im Kopf von Frankfurt und dachte aber dann, nee, die sind ja schon voll alt. Die sitzen ja nicht mehr im Wohnzimmer, die haben schon Gebäude so gemietet. Und dann habe ich am Tag danach mit Morris geredet und der hat dann aber gesagt, nee, komm, schau es dir mal an. Und dann wusste ich schon irgendwie, mein Herz hatte da schon gesagt, da gehst du hin. Und dann 2 Tage später hat meine Oma gemeint, sie hatte Monate vorher schon den Eindruck, ich soll nach Frankfurt ziehen, in die Hafenkirche gehen. Dann war es klar. Und dann bin ich einer Gemeindegründung beigetreten. Genau. Ja, also bei mir war es ähnlich. Als ich in Norwich studiert habe, war ich von New Frontiers ich war eigentlich jedes Jahr auf einer Konferenz, die hieß Mobilize. Das war so für junge Erwachsene. Und ich weiß noch, ich erinnere mich an ein Mobilize, da wurde wirklich in jeder Session gepredigt, dass die Gemeinde der einzige Weg ist und der richtige Weg ist. Und der Weg ist, in dem Gott die Menschen erreicht und erreichen will. Und das hat irgendwie mein Herz berührt und es ist gewachsen. Und dadurch kam so der Wunsch, in Gemeinde und Gemeindegründung involviert zu sein. Genau. Und ja, dann kam eins nach dem anderen und jetzt sind wir hier gelandet. Also vor allem durch Beziehungen und auch ein bisschen ein Herz für Deutschland und Gemeindegründung in Deutschland, ja. Ja, bei mir war es auch noch zusätzlich so, dass es halt, ja, irgendwie Gott hat mir das echt aufs Herz gelegt. Oder ich habe da irgendwann angefangen zu sehen, wobei Deutschland braucht Gemeindegründung, braucht gute und gesunde Gemeinden. Und ich habe einfach
ja gesehen, dass es so viele Gemeinden in Deutschland gibt, aber wirklich gute und gesunde Gemeinden und lebendige Gemeinden, ja, gibt es nicht so viele. Und da, ja, bei mir Gott echt, Gott hat mir das echt dann aufs Herz gelegt, Gemeindegründung anzugehen, ja. Da rein zu investieren, ja. Das kennenzulernen. Es wäre auch gut zu hören oder verstehen, ja, manche, die Wege sind kürzer oder länger dann hier nach Frankfurt gekommen, dass ihr nach Frankfurt gekommen seid. Aber auf welche Weise würdet ihr sagen, dass ihr Leben durch das Gemeindegründung auch bereichert ist über der Zeit, dass ihr hier waren? Also für mich, ich fange einfach mal an, ist das schon so, dass ich, also wie ich schon gesagt habe, eben, ich habe Gemeindegründung auf dem Herzen und für mich ist es total bereichernd, einfach nur mal Teil einer Gemeindegründung zu sein und das zu erleben und die Realität dessen zu erleben. Also manchmal hat man so ein bisschen Vorstellungen von Gemeindegründung, die vielleicht ein bisschen zu schön sind oder zu leicht oder so. Und irgendwie zu erleben, wie es ist und wie viel Arbeit es auch ist und wie viel Arbeit es manchmal ist, ohne dass man sieht, dass was passiert oder wie das alles manchmal länger dauert, als man denkt. Das ist irgendwie, also ich finde das für mich total bereichernd, das zu erleben, so einfach die Realität, wie eine Gemeindegründung ist. Ja, einfach mit dem Hinblick darauf, auf die Überlegung, selber irgendwann vielleicht was zu gründen. Ich bin auch früher in eine ziemlich große Gemeinde gegangen und ja, bin da reingegangen in den Gottesdienst und habe das einfach genossen und habe einfach die Hintergründe einfach gar nicht gesehen, was da an Arbeit dahinter steckt. Und ja, für mich ist es einfach auch echt auch eine Horizonterweiterung, zu sehen, was eigentlich Gemeinde bedeutet und ja, was da alles hintersteckt. Und Gemeindegründung, da merkt man halt echt, dass Gemeinde Familie sein sollte. Also das habe ich so gemerkt. Weil Gemeindegründung ist klar, fängt klein an und man ist erstmal ja klein und wird dann immer größer, eine größere Familie, wie wir jetzt auch. Genau, und da einfach das zu sehen und mehr von Gemeinde so kennenzulernen. Und ja, das würde ich als Bereicherung nennen. Ja, ich finde es auch total spannend, wie man sich in neuen Bereichen irgendwie ausprobieren kann. Also ich war auch wo ich studiert habe vorher, war ich auch in einer sehr großen Gemeinde, für Deutschland riesig. Und ja, und da konnte man in verschiedene Bereiche irgendwie gar nicht rein, so als Normalsterblicher. Und jetzt bei so einer Gemeindegründung dabei zu sein und sich einfach auszuprobieren, das finde ich total cool, in einen Bereich reinzuschauen, wo man vielleicht vorher noch nie reingeschaut hat. Und dann auch so unterstützt zu werden von allen Seiten. Genau, das finde ich gerade sehr spannend auch. Ja, das ist echt auch cool, das Ausprobieren, ja. Das ist echt auch cool. Und die nächste Frage wäre, ich würde das nicht negativ vielleicht nennen, aber gibt es dann besondere Sachen, wo du sagst, ja, das war eigentlich eine persönliche Kost oder hat es so persönliche Kosten da, die da entstanden sind, um in eine neue Stadt zu ziehen? Wie war es für euch? Also meine Kosten waren hoch. Ja, also zuerst, erstens, ich mag Städte nicht.
Mir war Nürnberg schon zu groß, wo ich studiert habe, und Frankfurt ist nochmal viel größer. Das ist eine Kost, aber da kann man auch einfach sagen, das mag ich halt nicht, egal. Aber was mich am meisten gekostet hat, war alles wieder komplett neu anzufangen. Das fällt mir sehr schwer. Ich bin ein eher beständiger Mensch. Ich mag es, wenn ich weiß, wo ich bin, welche Leute um mich sind, dass ich mein Umfeld kenne. Und ich musste jetzt schon öfter komplett neu anfangen. Und das hat mich unglaublich viel gekostet, mein gewohntes Umfeld erneut zu verlassen, keine Freunde zu haben, niemanden zu kennen, so richtig. Neue Gemeinde, neue Arbeit, neues Umfeld von neuen U-Bahn-Plänen bis neue Fahrradwege. Genau, das war sehr, sehr schwer für mich. Also ich würde auch sagen, du hast ja schon gesagt, die Freunde zurückzulassen und keine Freunde zu haben, wenigstens erstmal. Und das würde ich auch so sagen. Also Familie und Freunde zurückzulassen. Und einfach, ja, man kann sich natürlich, wir sind jetzt alle Zoom gewöhnt und man kann sich treffen, aber es ist halt was anderes. Und die Beziehung, die zurückzulassen, das war wahrscheinlich bei mir auch das Größte, was mich gekostet hat, ja. Ja, ich würde es auch so sagen. Also jetzt so mit kleinen Kindern fehlt auch schon mal die Oma, die sich kümmern kann. Und ansonsten, also ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht der schönste Ort, an dem wir wohnen jetzt gerade, finde ich. Und wenn es nach meinen Wünschen gehen würde, dann würden wir auf jeden Fall woanders wohnen. Aber genau, es geht ja, Gott hat Ein manchmal... versprochener Land von Offenbach und Frankfurt. Ja, genau. Also wir wohnen in Offenbach. Nee, aber also schon Norddeutschland, finde ich. Finde ich, ja. Vermisse ich, sagen wir mal. Ich vermisse es. Genau. Ja. Und es gibt vielleicht Leute, die hier zuhört und das reizt sich an, sagt man das. Habt ihr für den Ratschläge oder ja, Gedanken, dass ihr auch mitteilen könnten für den? Wenn sie sich überlegen, in eine neue Stadt zu ziehen und mit einer Gemeindegründung mitzumachen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, also jeder, der mit dem Gedanken spielt, irgendwann vielleicht mal eine Gemeinde zu gründen, dem würde ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal Teil einer Gemeindegründung zu sein. So, also sich erstmal anzuschauen, vielleicht auch erstmal 2 Wochen im Urlaub, wenn das nicht anders geht, oder ein halbes Jahr oder so. Aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, bevor jetzt einfach anfängt, eine Gemeinde zu gründen, erstmal mal mindestens 2, 3 Jahre Teil einer Gemeindegründung zu sein. Weil das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil ich finde, man erlebt die Realität dessen viel mehr. Also es platzen dann so alle Illusionen, die man vielleicht hat. Ja, genau. Also bei mir, wenn ich da Ratschläge geben sollte, da fällt mir direkt Josua 1, Vers 9 ein. Sei mutig und stark. Ja, wenn Gott zu dir redet und sagt, oder legt dir was aufs Herz, eine Gemeindegründung, da rein zu investieren, dann ja, sei mutig und stark und geh da rein. Und glaub, dass Gott einen Plan mit dir hat. Aber ich würde auch sagen, was mir immer sehr geholfen hat, dass ich mich selber geprüft habe, habe ich Frieden in der Sache, habe ich Frieden darüber, diesen Schritt zu gehen, dass ich einfach ja, sicheren Frieden hatte, dass es Gottes Plan war. Und
Ja, und ich würde sagen, wenn du keinen Frieden darüber hast, dann ja, ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt oder ja, vielleicht muss man einfach nochmal drüber beten und einfach gucken, ob es überhaupt dran ist, ob man vielleicht an dem Ort, wo man ist, bleiben sollte und da was machen kann oder sollte. Und also ich würde auf jeden Fall nur losgehen, wenn ich einen tiefen inneren Frieden darüber hätte. Das heißt auch nicht, also es ist schwierig, weil so ein bisschen eine gewisse Unsicherheit schwingt halt mit. Also wenn man, wie wir eben schon gesagt haben, wir gehen in eine neue Stadt und es ist alles neu und natürlich ist es ein gewisses Wagnis, aber trotzdem glaube ich, dass Gott dir so einen tiefen Frieden darüber gibt, wenn du das machst. Ja. Voll. Kann ich voll zustimmen. Und ich denke mir auch, das ist so, also ich habe das auch erlebt, es ist so wichtig, dass man diesen Frieden hat oder diese Sicherheit auch, dass Gott einen wirklich gerufen hat, weil was wir, glaube ich, gerade in Frankfurt jedem sagen können, der Gemeindegründung machen möchte oder da dabei sein will, sei bereit, dass ganz viel nicht klappt. Also sei bereit für Widerstände und manchmal deuten Widerstände ja darauf hin, dass man den falschen Weg geht. Manchmal deuten Widerstände aber darauf hin, dass man gerade jetzt den richtigen Weg geht, weil der Teufel einem das in den Weg legt. Und dann ist es so wichtig, dass man einfach den Frieden hat und weiß, ich bin hier richtig, Gott hat mich hier hingerufen. Und ja, wir haben es ja viel jetzt auch in der Hafenkirche erlebt, dass Wohnungen für Monate gesucht wurden und man keine gefunden hat, dass man für Monate Jobs gesucht hat und keine Jobs gefunden hat an dem Ort, wo man Gemeinde gründet. Genau, deshalb würde ich da mich gerade anreihen mit dem, hey, seid auch bereit, dass viele Hindernisse kommen werden, aber das heißt nicht, dass ihr falsch seid. Wenn man eben diesen Frieden hat, den Gott geben kann. Genau. Und dass man sich auch selbst ganz viel Zeit gibt. Dass man sich selbst auch Zeit gibt, anzukommen und nicht denkt, nach 2 Monaten muss irgendwie schon alles laufen. Es läuft nicht. Ja. Dass man sich da Zeit gibt, also sich selber auch Zeit und seiner Gemeinde.